gehe mit meinem Enkel Fußball spielen. Ja, er freut sich und die Omi mit. Ja, es geht mir gut und es ist alles gut geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Auf diesem Weg habe ich meine Heilung bekommen und behalten und bin 10 Jahre älter geworden. Ich hatte dauernd Schmerzen in den Knochen, in den Gliedern, in Händen, in allen Knöcheln, in den Knien, im Rücken. Und in den Knien bin ich oft bei mir in der Arbeit einfach zusammengesackt. Einfach zusammengebrochen, weil es einfach nicht mehr ging. Der Schmerz war so krass. Wissen Sie, wenn was leicht ist, da achtet man ja gar nicht so drauf, da ist man ja auch nicht so. Aber es war so schlimm manchmal, dass ich, wie gesagt, einfach zusammengebrochen bin an meinem Ladenbudel. Und es ging nicht mehr. Und ich bin dann zum Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt, und das war 1993, und er schickte mich zur Knochendichte-Messung. Er sagte, oh, Frau Fischer, hoffentlich ist das nicht das, was ich vermute. Ja, ich ging dann zur Knochendichte-Messung und die Diagnose war Osteoporose im fortgeschrittenen Stadium. Osteoporose ist Knochenschwund. Puh. Im Verlauf der Behandlung merkt man, dass der Therapieversuch mit Calcium und mit den Östrogengaben nicht erfolgreich war. Man musste sie abbrechen, weil es zu einer Thrombose gekommen ist. Das heißt, ab diesem Moment war Frau Fischer eigentlich ohne wesentliche Therapie. Und man hat weitere Untersuchungen durchgeführt und da wurde festgestellt, dass also der durchschnittliche spongioser Mineralsalzgehalt in der Lendenwirbelsäule von Jahr 1994 64,2 und im September 98 sogar unter 50 auf 49,3 abgesunken ist. Das heißt also, die Osteoporose ist deutlich schlechter geworden, bestätigt durch die durchgeführten Knochendichte-Messungen. Und dann stand ich da mit dieser Diagnose. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Ich bekam Lebensangst, sag's wie es ist, und Depressionen, jeden Tag Angst, wie das weitergehen soll, wie ich das schaffen soll, mein Geschäft weiterzuführen. Ich hatte ja Lehrlinge und ich dann sitzend im Geschäft, weil ich nicht mehr stehen konnte, das war schlimm. Ja, sagte er mir, ja, ich kann Ihnen nur noch den Rollwagen, den Gehwagen verschreiben, mehr gibt es nicht mehr für Sie. Das ist unheilbar. Aussichtslos auf eine Besserung, so stand ich dann da. Und in dieser großen Not habe ich unser Herrgott gebeten. Bitte, lieber Herrgott, hilf mir. Führ mich irgendwo hin. Das kann doch mein Lebensende nicht sein. Hilf mir. Und in dieser großen Not schickte er mich, fand ich diesen Freundeskreis. Ich ging dann zu dieser Einführung mit meiner Nachbarin. Ich ging humpelnd hin und laufend raus. Und als meine Nachbarin das sah, sagte sie, ja, Frau Fischer, Sie laufen ja. Ja, sage ich, ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Und ab April 1999 konnte man dann plötzlich eine starke Zunahme der Knochendichte feststellen. Und zwar wurde beim selben Radiologen, bei dem die Voruntersuchung gemacht wurde, ein durchschnittlicher spongioser Mineralsalzgehalt von 80 gefunden. Man kann sagen, normal, altersentsprechend normal. Und so fühle ich mich auch. Vollkommen gesund und keine Schmerzen mehr, weder im Rücken, noch in den Knöcheln, noch in den Füßen, noch sonst noch was. Und vieles andere ist gut geworden in dieser Zeit. Allererst habe ich die Depressionen verloren, gleich nach ein paar Wochen die Depressionen verloren, die Lebensangst verloren. Also für mich ist das ganz, ganz was Großes. Ja.
Und heute kann ich laufen, stehen, 5 Stunden, egal was ich mache, wandern, spazieren gehen, Pfützmoos wandern, berghoch, ohne Muskelkater, ohne alles. Wunderbar. Ja. Gehe mit meinem Enkel Fußball spielen. Ja, er freut sich und die Omi mit. Ja, es geht mir gut und es ist alles gut geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Auf diesem Weg habe ich meine Heilung bekommen und behalten und bin 10 Jahre älter geworden. Dass sich eine Osteoporose innerhalb dieses Zeitraumes ohne Therapie zurückbildet, ist aus ärztlicher Sicht absolut nicht zu erklären. Eventuell Stillstand, bestenfalls, aber dass sie sich so deutlich, so dramatisch bessert, quasi wieder Normalzustand, ist nicht zu erklären. Kann man eigentlich nur erklären mit der Kraftaufnahme nach der Lehre. Bruno Grönings.